Willkommen zu diesem Tutorial von 40pixel. Heute wollen wir uns gemeinsam anschauen, wie wir das Impressum und den Datenschutz unten in den Footer einbinden können. Dafür müssen wir zunächst einmal die beiden Seiten anlegen. Das habe ich hier schon mal gemacht, aber noch nicht mit Inhalt gefüllt. Das müsst ihr natürlich machen, um dann auf der rechtlich sicheren Seite zu sein. Hierfür gibt es aber auch genug Generatoren, die euch da unterstützen. Im nächsten Schritt gehen wir auf Design und dann auf Menüs und legen das entsprechende Menü an. In diesem Fall nenne ich das Footer-Menü, damit ich dann auch gleich weiß, wo es dann angezeigt wird. Auf der linken Seite sehen wir dann unsere beiden Seiten, die wir dann direkt zum Menü hinzufügen können. Nachdem wir hier abgespeichert haben, geht es weiter zu den Widgets, wo wir dann den Bereich Footer sehen. Und hier ziehen wir dann das Navigationsmenü rein. Können dafür noch einen Titel vergeben und unser Menü auswählen. Wenn wir unsere Seite jetzt anschauen, dann werden die beiden Links auch angezeigt. Wir können in diesem Menü im Footer aber nicht nur eigene Seiten anlegen, sondern auch externe Links. Dafür müssen wir noch einmal zurück zu unserem Menü und können hier auf der linken Seite individuelle Links hinzufügen. Ich nehme jetzt einfach mal unsere Agenturseite und füge die als Link hier ein, vergebe noch einen Linktext und kann das zum Menü hinzufügen. Hier bringen wir noch einmal die Reihenfolge in Ordnung und hier sieht man auch gleich, dass das als individuelle Link angezeigt wird und die beiden Seiten darüber eben als Seite. Und hier kann man noch einen Haken setzen, Link in einem neuen Tab öffnen, damit der Link, wenn man draufklickt, auch in einem neuen Tab geöffnet wird, was sich ja oftmals anbietet, wenn es ein externer Link ist. Wenn ihr diese Funktion hier nicht habt, dann müsst ihr einmal ganz nach oben auf Ansicht anpassen und hier den Haken bei Linkziel setzen. Dann wird euch das angezeigt. Wenn wir abspeichern und uns das Ganze vorne anschauen, dann haben wir auch den Link und wenn wir draufklicken, wird sich auch ein neuer Tab öffnen. Was wir jetzt noch machen werden, ist, dass wir den Satz hier ganz unten verschwinden lassen. 40pixel stolz präsentiert von WordPress. Viele wollen ja nicht, dass man direkt sieht, dass die Seite mit WordPress gemacht wurde. Und wir können das jetzt einfach mit CSS ausblenden. Es ist zwar nicht die beste Methode, da das nach wie vor dann im Quelltext noch ersichtlich ist für die Suchmaschinen, aber der User selbst wird es dann einfach nicht mehr auf der Seite sehen. Hierfür klicken wir einfach mal mit dem Rechtsklick drauf und gehen auf Untersuchen und wählen dann diese Sektion an. Wir sehen auch schon, dass der ganze Bereich dann gehighlightet wird und diese Sektion hat die Klasse Site-Info. Dann gehen wir hier auf das Plus, um eine neue Regel zu erstellen für diese spezifische Klasse und schreiben noch dazu Display None, um den Bereich auszublenden. Diese Regel kopieren wir uns jetzt raus und gehen in den Customizer. Denn wenn wir jetzt einfach aktualisieren würden, würde der Satz da wieder stehen, da wir diese CSS-Regeln noch nicht von unserem Server abrufen. Also gehen wir zu zusätzliches CSS, fügen das ein und speichern noch kurz ab. Und jetzt wird es auch dann nicht mehr angezeigt, wenn wir aktualisieren. Das bezieht sich übrigens auf das Theme 2019, sollte aber auch noch abwärtskompatibel sein mit den vorherigen Versionen. Wenn ihr wissen wollt, wie man den Footer noch schöner gestalten kann, zum Beispiel indem man diese drei Links hier nebeneinander anordnet und auch zentriert anordnet, dann kann ich gerne dazu noch ein Video machen. Lasst es mich einfach in den Kommentaren wissen. Und damit ihr keine neuen Tutorials verpasst, lasst gerne ein Abo da und gebt dem Video einen Daumen hoch. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Macht's gut, euer Abud.